Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es in meiner Küche kleine und fluffige Apfelpfannkuchen. Die sind super weich, weil die aus Hefeteig gemacht werden. Die Zubereitung ist super einfach. Die vollständige Zutatenliste ist in der Infobox unterm Video zu finden. Los geht's! Als erstes setze ich einen Vorteig an und dafür nehme ich 250 Milliliter lauwarme Milch, 2 Esslöffel normalen Zucker und ein halbes Päckchen Trockenhefe. Ihr solltet aufpassen, dass die Milch nicht zu heiß ist, denn heiße Milch tut der Hefe nicht so gut. Sie kann die Hefe auch zerstören. Und die Trockenhefe könnt ihr auch durch 10,5 Gramm frische Hefe ersetzen. Das ist ein Viertel Würfel. Die Hefe und den Zucker so ein bisschen in der Milch auflösen und etwas Mehl hinzufügen. Ich habe insgesamt 250 Gramm Mehl und ich siebe ungefähr ein Drittel davon in die Schüssel. Also ich siebe mein Mehl immer, denn gesiebtes Mehl macht den Teig locker und auch besser. Und da hat man ja auch nicht wirklich viel Arbeit mit, das geht ja ganz schnell. So, und das Ganze dann einmal ordentlich umrühren und eine halbe Stunde stehen lassen bzw. gehen lassen. Und falls da irgendwelche Klümpchen bei sind, ist es überhaupt nicht schlimm, die lösen sich später schon auf. Die halbe Stunde ist vorbei und ich füge jetzt zu meinem Vorteig noch etwas Salz hinzu, ungefähr ein Viertel Teelöffel, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm und etwas Zimt nach Geschmack. Dann noch ein Ei und ein Esslöffel Sonnenblumenöl. Rapsöl geht natürlich auch und das Olivenöl ist weniger geeignet. Dann noch das restliche Mehl hinzufügen und alle Zutaten zu einem dicken und kleisterartigen Teig verarbeiten. Einen großen Apfel waschen, schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden, die Apfelstückchen unter den Teig mischen und den Teig nochmal eine halbe Stunde bis 40 Minuten gehen lassen. Ich habe meinen Teig eine halbe Stunde gehen lassen und mein Apfel ist ein Boskop-Apfel. Ich finde, wenn es ums Backen geht, sind das sowieso die besten Äpfel. Die sind etwas säuerlich und nicht zu süß und sind einfach perfekt. Nach der Ruhezeit sollte man den Teig auch nicht mehr umrühren und er ist etwas fester geworden und noch etwas dicker. Ich habe in meiner Pfanne etwas Butterschmalz erhitzt und jetzt gebe ich den Teig portionsweise in die Pfanne. Ich mache heute eher kleine Pfannkuchen und dann backe ich sie bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldgelb aus. Das geht schnell, ungefähr 1 bis 2 Minuten. Das hängt von der Pfanne ab und auch vom Herd und natürlich auch von der Dicke des Pfannkuchens. Also wenn wenn der Teig so matt wird, dann ist das der beste Zeitpunkt, um den Pfannkuchen zu wenden und das könnt ihr ganz gut in meinem Video sehen. Die fertigen Pfannkuchen kurz auf Küchenpapier entfetten und danach kann man sie mit Zucker oder Zimtzucker oder Puderzucker bestreuen. Ich esse sie ganz gerne mit Vanilleeis oder jetzt im Herbst oder auch im Winter mit Zimteis. Diese Pfannkuchen schmecken am nächsten Tag auch noch sehr gut und sind auch noch sehr weich, aber ich finde, lauwarm schmecken die natürlich am besten. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie wunderbar locker und fluffig die sind. Macht sie mal nach, die passen wirklich wunderbar zum Herbst. Vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!